Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, fragen wir Sie doch einfach nochmal nach dem Gehängten. Was können Sie mir über ihn erzählen? Name, Augenfarbe, Alter? I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his... I don't know. Hair. Verdammt, das wäre so wichtig. I know it's difficult, miss. We can return to it later. She meant she sees him in her dreams. Sollte ich sagen, dass ich ihn auch im Traum gesehen habe? Ich meine, das haben wir, aber... ja, scheiße. You have? Not like I do, I imagine. Nein. She sees them in each other's arms. Sie liegen sich in den Armen. Yes. And then he's dead. His mouth agape. Sie wirft einen Blick in die hellgrüne Zigarettenschachtel und zieht eine weitere heraus, um sie anzuzünden. Ich sehe ihn als mich. She dips the cigarette in the lighter's flame and inhales, then looks at you with her lungs full of smoke. I can see the similarity, yes. Sie atmet durch die Nasenlöcher aus. Die Luft riecht nach Menthol. Funny. Funny how? Nothing. I also saw him. We had a long inspection and that sort of thing sticks with you. Let's move on. Warum haben Sie ihn gehängt, wenn nicht wegen Vergewaltigung? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it. And his role in this strike was what? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. And they lynched him for it? She nods. Warum hat er eine Kugel im Kopf? Ich weiß nicht, ob wir Sie das fragen sollten, aber ich tue es. Bullet? They shot him too? They stripped his clothes and they shot him? You mean after they hanged him? I'm confused, sorry. So am I. Were you aware that he had also been shot, miss? Things are starting to go a little over my head here. I thought he was hanged. I was not present when they did it. I don't know what happened. I just know what they told me. And Sylvie, the bartender. This is beginning to get confusing for you too, and we don't like that. Where was she last Sunday night? Wo waren Sie, als es passierte? Cowering. I was cowering downstairs with Sylvie. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal mit Sylvie sprechen. Wir müssen ja eh gleich nochmal ins Funkgerät. Woher kennen Sie die Hardy Boys? They're frequent guests. Downstairs. They have a booth for union members. They're probably down there now. Und wie haben Sie sich kennengelernt? Over drinks. It's been a long, boring winter. Haben Sie Party gemacht? A little, yeah. Like you partied with the deceased? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy Boys? I have. Mit welchem? Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. Could that have been part of the reason they hanged him? Könnte der Grund, warum Sie ihn gelyncht haben, Eifersucht sein? I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? But that's probably where they got the rape idea. Wie meinen Sie das? Men like that? I don't know.
It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. She changes balance from one foot to another, crossing her legs. Danke, dass Sie uns das alles erzählt haben. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. Ich wollte noch über etwas anderes sprechen, bevor wir gehen. Eine Kleinigkeit. She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. Wir können dir in die Augen sehen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, warum, ehrlich gesagt. Reden wir noch etwas über diese sogenannte Nötigung. Not my favorite topic, but okay. Okay. How about we, change the subject to something more lighthearted now? Naja, ich weiß nicht, ob es more lighthearted ist, aber mir ist aufgefallen, dass Ihr Zimmer in der Nähe von meinem liegt. Ich hätte da eine persönliche Frage. Yes, you're just one room away. Very personal. Good. Yes. This means she could have heard something. Like what you were doing before you blacked out. Waren Sie Sonntagnacht auf Ihrem Zimmer? Ich muss wissen, was ich gemacht habe, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like... Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here. Come on, Kim. Okay, was ist das für eine Wildblume? She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail. Chipped white polish covers the nail. It's long and sharp, like a mini dagger. The petal crumbles on contact. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? Was ist Sambo? A martial art, sir. Is that it? Samurai boxing, or sambo, graceful martial arts stuff. Sambo style implies stealth and cool. Warum war es dort? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Or an admirer? Haben Sie Verehrer? Admires? I'm too old to be a debutante. And this place is no fashionable society. Okay, kommen wir später darauf zurück. Why not? I'll be here until 11 p.m., drinking coffee, most likely. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. Wo kommt das her? From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights, and they solve shit. Ehrlich gesagt klingt es seltsam, wenn Wörter wie Superstar und Gesetzeshüter gemeinsam in einem Satz auftauchen. Ja, ich bin ein Superstar. Ich habe in letzter Zeit hart daran gearbeitet, diesen Ruf zu festigen. Nein, haben wir nicht. Nein. What are you, deaf? They're perfect, like rockstar politician and drug addict teacher. Embrace the superstardom you've worked so hard to establish. Hast einen ganz falschen Eindruck. Ich bin kein Superstar. Ich bin Müll, Schrott, Trash. Yeah, a cool, trash superstar. Big dick cop down on his luck. Salam Rocky by here. Badass on the edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Camera. Lights. Augenblick, hast du gerade groteske Fantasie... Ich kann nicht mehr reden, ey. Hast du gerade groteske Fantasiewelt gesagt? Yeah, you know. Beneath it is just heartbreak. A pulmonary tract infection. Atherosclerotic disease. This is where you say action and reconceptualize all that. Reinvent it as the world's first celebrity police officer. This is the beginning of your legend.
Draufgeschissen. Action. With a sudden flash, the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. Okay, was haben wir jetzt für einen Gedanken gewonnen? Superstar der Extraklasse. -2 Logik. Scheint trotzdem unwahrscheinlich. Okay, um das erstmal klarzustellen. Niemand behauptet, dass du ein echter Superstar bist. Einer mit Groupies und Kokain, mit Hepatitis C, so wie ein Löwe vor dem Mikro der wie ein Löwe vor dem Mikro posiert. Du bist nicht Guillaume, glaube ich, Le Million oder David Lewis. Nein. Du bist ein metaphorischer Superstar. Du injizierst deine Rock'n'Roll-Authentizität. Ist es heute echt vorbei, ne? Authentizität und deine Leidenschaft. Ich gehe einfach. Und deine Leidenschaft in einen Beruf, in dem die Leute nicht damit rechnen oder nichts davon wissen wollen. In dem, wie manche sagen würden, solche Dinge nichts zu suchen haben. Den Beruf des Polizisten. Vielleicht, wenn wir mit dem homosexuellen Untergrund fertig sind. Was ist das eigentlich für ein Bild, Alter? What the hell? Klar, sie hat dir gesagt, dass sie momentan nicht über ihn sprechen kann. Aber du benötigst genaue Angaben, Größe, Statur und so weiter. Um sie mit den während der Leichenschau notierten Daten abzugleichen. Frage sie etwas später, wenn sie sich gesammelt hat, erneut danach. Frage Klaasje, was sie in der Nacht vor deiner Ankunft in der Realität von ihrem Zimmer aus gehört hat, wenn Kim nicht da ist, um dich davon abzuhalten. Sie muss etwas wissen. Was will Kim denn von mir? Looks like we have more to discuss with those so-called Hardy Boys. Half their reasoning just went out the window. Meinen Sie, dass wir sie dadurch zur Mitarbeit bewegen können? Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Warum hat sie uns das eigentlich alles erzählt? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Ich glaube gar nicht, dass sie die Wahrheit sagen musste. Ich hätte es nicht gemerkt, wenn sie gelogen hätte. If not you, then me. It was a smart move from her. Sie erschien mir freimütig. You think so? Being candid is the best way to lie. The appearance of candor with some facts thrown in draws attention away from whatever one chooses to omit. She may be trying to control the pace of the investigation. Anyway, we should move. I suspect our inquiries will bring us back here soon enough. Okay. So, Körperapparat brauchten wir, ne? Dafür haben wir dieses fantastische Shirt. Und, auf jeden Fall nicht diesen Schal. Nothing else, man? Ach, wenn Kim nicht dabei ist, könnte ich vermutlich... nicht mal das. Dieses hellorange Medizindöschen weist in lockerflockiger Weise den Produktnamen Peptid aus. Jemand hat das Döschen verloren, aber was soll's. Ja gut, dann ist das wohl the best we get. The same small, heavy door. No lock in sight. Damn, Alter, 28% Chance ist halt Bullshit, aber here we go. What? Okay, come on. Something cracks inside. Okay, nice. It is an unbelievably satisfying sound.
It is. Nice. Filling you with a belief in your own body. Wenn wir nicht schon volle Stats gehabt hätten, hätten wir jetzt volle Stats, so ungefähr. Sounds like the property damage wasn't in vain, at least. Would it hurt to look in? Dann wollen wir doch mal nachsehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt inzwischen 3 Skillpunkte, die wir vergeben können. Mal gucken. Ich denke, da wird sich schon noch was ergeben, wo wir das brauchen. Irgendwas ist erledigt. Man sieht leider nicht mehr was. Ah, doch, hier. Naja, sie hat das Verbrechen gemeldet. Okay, das ist klar. Gut, dann mal rein. Ich bin gespannt. Okay. In der Wand ist ein winziges Loch. Auf der anderen Seite siehst du ein Schlafzimmer. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. Ich glaube, ich kann von hier aus in Classies Schlafzimmer schauen. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. Was haben diese Leute da drin getrieben? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural. They're sensationally unnatural. Gut, schließen wir den Gedanken ab. Okay, Footprints. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Jemand war hier in den letzten 1-2 Wochen. 3 weeks maximum, from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. This is good. He likes it. There's a little smile there, in the dark of the workshop. It was a stereo investigation after all. It has now converged with our main investigation, adding a new fact to consider. Okay, was hat das zu bedeuten? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind our rape victim's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Schauen wir uns die Fußspuren noch mal genauer an. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left the pattern, uniform, horizontal lines. One person has been here. They've gone back and forth. The tips point both ways. Shoe size is 41 to 42, maybe 43. It could be a large-footed woman or a small to average-footed man. This is, unfortunately, the worst, most vague shoe size there is. Of course. Damn. Die Fußspuren wirken, als ob eine Person hin und zurück gegangen wäre. Between that and that. Dieser Abdruck sieht anders aus als der Abdruck der sonderbaren Sohle, die wir am Tatort gefunden haben, Kim. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. Sehen aber nicht wie Arbeiterstiefel vom Tatort aus, oder? No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Gut. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Gehen wir weiter. Der Flipperautomat wurde zerlegt und ausgeschlachtet. Mantel des Flippermachers +1 Empathie +1 +1 Empathie, +1 Hand-Auge-Koordination. +1 Hand-Auge-Koordination. Okay. Nehme ich. 1 Hand-Auge-Koordination. Okay. Mantel des Flippermachers +1 Empathie +1 Hand-Auge-Koordination. Okay. Nehme ich.
Baupläne für einen Flipperautomaten in futuristischem Gewand. Was hat der Mantel denn noch zu sagen? Dieser staubige alte Mantel gehörte einst jemandem namens M. Knifelocks. Der Name ist in das Seidenfutter gestickt. Er riecht nach Motten und altem Schmierfett, doch er passt dir wie angegossen. Dich überkommt ein merkwürdiges Gefühl der Einsamkeit, als du den Gürtel um deine Hüfte schnallst. Oh, es ist schon so... es ist schon so ein Private Eye Noir Trenchcoat. Schon. Irgendwie ein bisschen. Die Regale sind voller Werkzeuge und Ersatzteile. Oder geht's noch weiter? Kleine Fenster, zugeklebt mit schwarzem Kunststoff. Du kannst nicht hinausblicken. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier landen. Ah, auf der anderen Seite der Tür. Interesting. Dieser Flipper heißt Weißes Deora. Auf der Glasscheibe ist eine trauernde Frau abgebildet. Eine Notiz. Nicht vergessen, der Ersatzschlüssel ist an den Strauch vor dem Eckzimmerfenster gebunden. 5 Real. Okay, nicht eben wenig. Oh, hier ist noch ein Flipper. Over there, in the corner. Der Flipperautomat? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Kim, sehen Sie, was ich sehe? The pinball machine. Gordy's Goats. A classic. Moment mal. Haben Sie schon einmal mit ihm gespielt? A little. Feels like a lot. Too much to play it again. Sehen wir uns das mal näher an. Ah, great. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Na, Münzen haben wir genug. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Du beugst dich näher ran, um den Text zu lesen. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Du untersuchst das Spielfeld. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Also ganz im Ernst. Wir müssen nicht mehr im Whirling pennen. Wir haben eine kostenlose Unterkunft. Wir haben fast 35 Real. Natürlich werfen wir eine Münze ein. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, Fingerboy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Moment mal, was war er denn für einer? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. Ein rassistischer Bergsteiger? An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Das ist nicht cool. He also hit his wife and kids. Other people's kids too. Sometimes pets. Hateful little man. But you seem to be having fun. Ich kann das ziemlich gut.
Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Du konzentrierst dich und zielst auf die schmale Passage. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. Tiny hammer shatters something inside the machine. Something glass. The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Wait, what? Bitte kein Riss im Pale, Alter. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. Lucky goats, the fog looks soft and inviting. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. Hit the pads as fast as you can. Maximum attack. Not even a bullet can get through. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. Es wird nicht passieren, aber hey. Kim, es ist möglich, schauen Sie nur. I am. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake and then it's all over. Probieren können wir es. How, if you can't even see it? The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. Nun, It killed itself to spite you. There goes nothing, Fingerboy. ich meine... Hätten wir Klamotte, um das zu verbessern? Wir müssen auf jeden Fall unser hässliches Hemd ausziehen. Ich meine, wir haben schon einen Punkt auf Reaktionsvermögen. Ich glaube, noch einen kriegen wir nicht, ne? Auge-Hand-Koordination wäre halt da, glaube ich, eher angebracht. Wobei, auch nicht wirklich. So halb. Unser Reaktionsvermögen ist halt echt furchtbar. Aber unsere Gewandtheit ist einfach... Wir sind halt einfach ein Stück Holz. Geil. Das ist unfassbar. Oh, well. Nee. Okay, haben wir hier noch was? Okay, und wir sind jetzt hauptsächlich hier hingekommen, um... You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Die Türen, die oben sind miteinander verbunden, aber wie kommen wir da hinein? Ja, ich schätze, Kim hat einen Weg gefunden. Ich denke, wir glitschen uns einfach durch. There must be a key somewhere. Probably somewhere in the whirling. It's not too important. We can get in and out using the roof door. Das stimmt wohl. Der Schlüssel sollte an irgendeinem Gebüsch hängen, ne? Wurde gesagt. Ich glaube. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. Sind wir da nicht hergekommen? Wir sehen mal in den Aufzug. Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room
for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. Moment, sind wir nicht im Jahr 51? This elevator must have been used to transport pinball machines to and from the upstairs workshop. Du siehst dir die Bedienungselemente des Aufzugs an. There are large rectangular buttons, monter, descente, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. Mhm. Dort steht, dass die letzte Wartung 88 durchgeführt wurde. That it does. I say, let's brave it. Die letzte Wartung dieses Aufzugs wurde in der Zukunft durchgeführt? No, it was maintained in 88 of the previous century. Das ist also keine Nachricht aus der Zukunft? No, I think the bureaucrats just forgot about this backroom elevator after the revolution. Mit diesem Automaten, also mit diesem Aufzug sind wohl größtenteils Flipperautomaten gefahren. Seems so, although it's pretty quaint for a freight elevator. Er tippt die flackernde Glühbirne an. In der Dunkelheit schimmert sie golden. Du schließt die Tür und fährst nach oben. Doch, wir sind total damit runtergefahren. Okay. That's what I thought. Oh, was haben wir hier? So this is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Anscheinend haben sie irgendwann aufgehört, die Flipperautomaten zu reparieren. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. Aber das hier war mal eine Flipperwerkstatt. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. A creak. Some dust falls off a shelf. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the artists bang away at it. Remember the dice maker? Then that means... Das Whirling in Wrack war früher die East Delta Flipperhalle. Das ist das Letzte, was von ihr noch übrig ist. Ah, yes, as the novelty dice makers said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. Könnte das bedeuten, dass das Whirling in Wrack tatsächlich Teil des verfluchten Gewerbeblocks ist? If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks of this. It's not a ghost story. It's a curse, and God ought to be made knowledgeable so he could perform counterspells. Ja, weiß ich ja nicht. Aber okay. Noch hast du keine endgültige Antwort auf die Frage, ob das Whirling in Wrack Teil des verfluchten Gewerbeblocks ist oder nicht. Sprich mit Gard über dieses Thema und finde heraus, was er darüber denkt. Gut, dann gehen wir mal, denke ich. Ja, nein, nicht zum Fenster. Oh Gott. Okay, hier gibt es, denke ich, nichts Neues. Nein, okay. Krass. Plötzlich ist es Mittag. Okay, zumindest hat die Bücherei Jamrock jetzt offen. Wir können mit Guard sprechen. Wir sollten mit den Hardybar sprechen. Plötzlich haben wir einfach was zu tun. Es ist so gut. Wie gut, dass wir diese Tür aufbekommen haben. Wie gut, dass wir mit ihr gesprochen haben. Endlich nicht mehr... Also, ich hatte halt gerade am Anfang des Tages so die Befürchtung, dass wir jetzt in den Tag starten und wieder so hart stuck sind. Aber es ist zum Glück einfach nicht der Fall. Inside,
You see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out. This is Precinct 57. How may I assist you? Verbinden Sie mich bitte mit der Stadtbücherei Jamrock. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? He sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Ich brauche jegliche Informationen, die Sie mir zu einem Büchereimitglied namens Billy Mejean geben können. Billy Mejean, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Yes, hello, are you still there? I found Billy Mejean's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. They're too poor to have a phone line. Ja, die Privatadresse wäre hilfreich. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's all. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? Haben Sie sonst noch irgendwelche anderen Informationen? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. Wissen Sie, wer an dem Tag gearbeitet hat? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Mejean? They returned a Tybalt book the other day. Du hörst, wie jemand weiter weg antwortet. Maurice, what? A woman yells. Then, yes, okay. If it was the police, she starts explaining something. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Good. You have a name now. Billy Mejean ist also eine Frau und kein Mann? Woher wusste Ihre Kollegin, dass es sich um ihren Mann handelt? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. And then goes for a little drink later. On the lookout. Wissen Sie, wie der Mann heißt? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Kann Marie mir beschreiben, wie der Mann aussah? Marie? Ein Augenblick verstreicht. She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Wie war er gekleidet? 1 second. Anstatt dass er uns einfach Marie gibt, ne? Unfassbar. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Okay, danke, das wäre dann alles von mir. Ich habe keine weiteren Fragen. Happy we could help. Goodbye, officer. Anything else you need from me? Ich denke nicht. Haben Sie inzwischen was über den Besitzer der Panzerstiefel rausgefunden? Still no word, I'm afraid, sir. I know it must be frustrating. Was there anything else you wanted to ask? Nein, danke. 57th, over and out. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a... Nein. Begib dich zu Billy Mejeans Wohnung, um die schlechte Nachricht zu überbringen. Es ist Wohnung 20 im Wohnblock im Norden. Ja, okay. Auch das ist eine Sache, wo wir prinzipiell hin wollten, was ich schon wieder völlig verdrängt habe. A, wollten wir mit der kleinen Göre hinter dem Zaun nochmal sprechen. B, gab es irgendeinen Hinweis an der Tür in dem kleinen Laden da drunter. Whoa, what have we here? Und wenn wir jetzt eh noch in das Gebäude müssen, umso besser. Eine Brücke? A bridge with loose nails and rot-infested wood that creaks in the wind. A construction code violation if there ever was one. Meinetwegen, soll der Tod nur kommen. Ich bin ein harter Typ aus Revachol.
Kim, sieht so aus, als hätten wir einen Verstoß gegen die Bauvorschriften. Niemand interessiert das hier. Ja, dann muss ich das Risiko wohl eingehen. Guess so. Just be careful out there. One false step could cost you dearly. Sind wir da halt schon 30 Mal rübergelaufen gefühlt. So, hier durch. Hi. Trying to sneak up on me again? Trying to snuff me out? Get away, pig! Okay. Das hat nicht so viel gebracht, aber ein Versuch war es wert. Was ist denn hier? Du vernimmst das Geräusch laufenden Wassers. Jemand wäscht Geschirr ab. Ah, na dann. The door is closed again. Nothing to do here anymore. You hear someone inside, walking from room to room. Whoever lives here must be back home. The door is closed. You hear Aber auch keine Option, sie aufzubrechen oder sonst irgendwas. Okay. Na, dann gehen wir mal hoch. Die Vorhänge bewegen sich. Nur ein kleines bisschen. Von drin beobachtet dich jemand. Ach, wenn wir unsere Brechstange hätten, ne? Könnten wir... Naja. a weathered brown door. The number reads 20. Something smells good. Soup along, yo. The lieutenant motions to you to go ahead and knock. This is the door. You already know it's the right door. This is going to be so hard. Don't knock. Just leave. You don't need this. You don't need to sad it up. Einen Augenblick, Kim. Wir sollten uns kurz besprechen, bevor wir weitermachen. Was glauben Sie, erwartet uns? You're right. Let's talk this through. Er blickt zur Wohnungstür und senkt seine Stimme etwas. You hear light footsteps passing by the door and some folk music playing on the radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Méjean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billy herself. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. Haben Sie irgendeinen Rat, wie ich ihr sagen soll, dass er... Dead? Just don't say that you know how they feel. You don't. Good advice. Was ist, wenn ich das hier einfach nicht über mich bringe? Yes, it's hard. But there is no easy way to handle this information. It just has to happen. As soon as possible. Okay, ich glaube, ich bin bereit. The lieutenant motions towards the door. Du klopfst. Hello? Who is it? And someone turns down the radio. Du blickst zuerst zum Lieutenant hinüber. He gives you a short, encouraging nod. Wohnt hier Billy Méjean? Hier ist die Polizei, bitte öffnen Sie die Tür. The police? A moment, please give us a moment. Von drinnen hörst du Räumgeräusche. Tidying up, nervously. There's fear in her voice. Come in, the door is open. Hier ist eine Menge los, okay. Didn't expect that. Unter dem Bett ist eine leere Packung Red Astra-Zigaretten versteckt. Zigaretten derselben Marke hast du auch im Müll neben dem Verstorbenen gefunden. Mit alten Zeitungsausschnitten verhängte Fenster. Können die sich keine Vorhänge leisten?
Macaroni-Packung aus humanitären Hilfslieferungen. Auf einer Herdplatte warm gehaltene Essensreste. Hier riecht es nach Buchweizen und Zwiebeln. Kreidemarkierungen, die auf das Wachstum eines Kindes hindeuten. Kann ich da nicht rein? Ah, da ist die. Okay. Dachte, ich muss da durch, aber nein, muss ich nicht. Die Uhr tickt mit befremdlicher Heiterkeit vor sich hin. Ihr Ticken macht dir Angst. Bedeutungslos hallt es durch den Raum. Poster zeitgenössischer Popstars ziehen die Wände. Ein Lehrbuch für die weiterführende Schule. Mathematik. Zum größten Teil Trigonometrie. It's you from the bookstand. Kurz blickt sie dich einfach nur an, ohne zu wissen, was sie tun soll. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. Condensation from stepping inside. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? Eigentlich bin ich nicht hier, um Tee zu trinken. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. Sie hält inne. Ihre Augen versuchen, deinem Gesicht Antworten abzuringen. Keep it together. You don't want your body language to tell her the news. Sorry, I'm rambling. It's just that Victor often gets into all kinds of trouble. So, how can I help you? It's like ripping off a bandage. The least painful way is to do it straight away, without stalling. Oh, wir haben sogar 72% Chance, okay. Weil Kim hier ist. Na ja, gut, dann probieren wir es. I don't want to. Moment, was? There has been enough pain. Aber wir haben keine andere Wahl. I don't want to do this. Verpasst dir selbst eine Backpfeife. Idiot, Idiot, sag es einfach. Wir drehen uns zu Kim. Anscheinend weigert sich etwas in mir, es ihr zu sagen. Do what? Officer, Too late. You ruined it. Just say it now. Gottverdammte Empathie. Ihr Mann ist tot. Excuse me? What? What did you say? She's in pain. She's in so much pain. And so are you. Your chest is burning. we are very sorry to inform you, but your husband, Victor Méjean, was found dead this morning on the Martinez boardwalk. Um ehrlich zu sein, schon gestern Nachmittag, aber... Oh. Sie fasst sich in den Hals. Ihre Augen bleich wie Perlen in Meerwasser. Oh. But he was just... Ihr Blick fällt auf den Küchentisch, wo noch 2 Zigarettenstummel im Aschenbecher liegen. He was just here, alive. I understand that this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. We are very sorry for your loss, ma'am. What happened to him? Tell me. Er hat sich zu Tode gesoffen. Nein, das sagen wir auf gar keinen Fall. Er ist gestürzt und hat sich den Schädel an einer Bank eingeschlagen. And you just found him there? Lying in the cold? How long had he been there? Schwer zu sagen. She doesn't reply. Her eyes well up with tears as she struggles to keep it together. You hear the clock ticking in the children's room. Is there anyone we could call for you? A friend, a family member, someone who could be here for you? No. I just need to tell my girls. Plötzlich bleibt ihr die Luft weg.
It burns like acid. God. Should I call them? Should I tell them to come home? Ja. All right. I'll call them. Sie atmet erneut ein und versucht sich zu fangen. She can't take much more. Her stomach is churning. Soon she will have to go to the bathroom and scream. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? Er ist in der Leichenhalle. Naja, auf dem Weg in die Leichenhalle. And who should I contact? He was taken to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number, in case you want to contact him earlier. Er reichte ihr ein Merkblatt mit den Kontaktdaten der Leichenhalle. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still a bit... Sie reibt sich ihr fleckiges und taubes Gesicht. Tut mir leid, ich habe es einfach nicht über mich gebracht. Mein Gehirn spielt nicht mehr richtig mit. Du klopfst dir gegen den Kopf. Nein, warum sollten wir das sagen? Das ändert jetzt nichts an der Situation. Okay, dann wären wir fertig. Again, if there's anything we could do for you, then don't hesitate to call the RCM, ma'am. She just nods, distant and inconsolable. The bed springs rattle beneath her as she begins to shake. These are her last reserves of strength. Her muscles will give in soon to a scream. I'll take it from here. Thank you. Sie zeigt auf die Wohnungstür. Sie atmet schnell. Sie beherrscht sich mühsam. We should step outside and talk. Du legst den Büchereiausweis neben sie und verlässt den Raum. So, the death notification. Sagte Lieutenant, sobald ihr die Wohnung verlassen habt. He's avoiding your gaze. This is the time to say how sorry you are about how things went. Tut mir leid, ich weiß, dass ich es vermasselt habe. It's all right. Don't worry about it. Seine Augen wandern über die Straßen. I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. Sonst nichts? That's it. We should get back to our case. There's nothing more we can do here. Was ist mit Billy und ihren Kindern? There's not much we can do for them anymore, I'm afraid. Gut, dann wieder zu unserem Fall. And, officer, I've seen worse. This wasn't the worst I've seen, okay? Now let's go. I really have, he thinks. She was strong. She made it easy for us. Oh boy, das war nicht schön. Oh well. Okay, dann müssen wir wohl mal mit Guard sprechen. Na, komm schon. Und dann was? Ah, und dann mit den Hardy Boys. Natürlich. Was tragen wir gerade? Ah ja, that's fine. War mir nur nicht sicher, ob wir noch unser schweißfleckiges Unterhemd anhaben für das +1 Körperapparat, aber nein, haben wir nicht. Gut, gut. Ich glaube, mit den Hardy Boys reden wir bei nächster Folge, aber mit Guard würde ich gerne noch sprechen. Das sollte ja tendenziell nicht zu lange dauern. Hey, was there something you needed? Mir ist im Whirling noch eine Sache aufgefallen. Another thing. Great. I love those. Stellen Sie sich vor, ich bin im Hinterzimmer gewesen, hinter der blauen Stahltür. Oh, okay. Well, I did hear you make noise back there, so good for you.
He's really, really holding himself back here. Wollen Sie mich nicht fragen, was sich da hinten befindet? Okay, what is back there? Skelette. Ein Mausoleum der Toten. Nichts. Der schwarze, klaffende Schlund des Endes aller Zeiten. Oder Flipperautomaten. Eine Flipperwerkstatt. Oh, ich möchte ihn gern schon einfach ein bisschen auf den Arm nehmen. Dafür. Ich meine, er hat halt allen Grund gehabt, ein Arsch zu uns zu sein. Wirklich. Aber ja, Skelette. Ein Mausoleum der Toten. Yes, haha. What's actually behind it? Okay. Flipperautomaten. Eine Flipperwerkstatt. Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. Warum? Wollen Sie spielen? Ich würde zu einem Spielchen wohl nicht Nein sagen. No, I was just wondering if you found pinball machines there. Überlegen Sie sich, aus diesem Laden wieder eine Spielhalle mit Flipperautomaten zu machen? No, but we could diversify the entertainment options, seeing as you've opened the door back there. The machine we have in the corner now is broken. It wouldn't hurt to get a little life in here, other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Was? Ich verstehe gar nicht warum. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. He should still know. You have to be forewarned about these things. In einer der Wände ist ein Guckloch. What wall? Oben im geheimen Hinterzimmer. Gleich neben Klaas' Schlafzimmer. Ich bin darauf gestoßen, als ich die Flipperautomaten gefunden habe. I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the Whirling does not abide spying on its guests. The color has drained from his face. What a shame to fix such a good peephole. Könnten Sie das Loch nicht einfach behalten? Was, wenn ein paar heiße Mäuse in diesem Zimmer einchecken? Du zwinkerst. Nee. Wie schon erwähnt, wir haben zwar den Hass gegen uns selbst, aber wir sind nicht unbedingt scheiße zu anderen Leuten. Es sei denn, wir sind halt vielleicht im Vollrausch und wissen nicht mehr, was wir tun. Aber das ist was anderes. Vielleicht war einer der Angestellten neugierig. No, we don't hire staff like that. Thank you for letting me know, and it will be taken care of as soon as possible. Ganz sicher, dass Sie Ihre Gäste nicht ausgespäht haben? Absolutely not. Fuck you for even implying it. Wasn't me, it wasn't my staff. The establishment will look at it and ascertain what it was. Sir, he was only asking a question. It's his job and mine. See that it's covered. Yes, I absolutely will. Sorry, it's been a bit of a day. And now a hole in the wall. Alles klar, Sie wissen Bescheid. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? I hope Ja, not. Klaas hat die Telefonleitung angezwickt. Why? No, fuck it. I don't want to know. I don't want to know why these degenerates do what they do. I thought we had one good guest in the building. He really doesn't like it being classier. Es tut ihm bestimmt weh, dass es ausgerechnet Klaas hier ist. What's that supposed to mean? Fuck you, buddy. She's not my taste. Good thing she pays for her stuff on time. I'll forward her the bill and be done with it. Now, was there anything else? I have like 4,000 coasters to stack. And then I need to wash dishes because it turns out I have to do that too now. Ich muss Sie warnen. Ich habe herausgefunden, dass das Whirling zum verfluchten Gewerbeblock gehören könnte. What? Why would you say that? We're at a completely different address from that whole thing.
So he knows of the doomed commercial area and its address. He's thought about this. Auf der Sprechanlage draußen ist auch das Whirling gelistet, als eines der Geschäfte in Gebäude B. Sie sollten mal ihre elektrischen Leitungen reparieren lassen. Ich habe versucht durchzurufen, konnte sie aber nicht erreichen. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the Whirling. Augenblick, nicht ein einziges Mal? Ist das nicht an sich schon ein Anzeichen für Verfall? It's a sign of the Whirling in rags not being part of the doomed commercial area. If anything, we're revitalizing this neighborhood. Relax, Mr. Gart. I'm sure there is no doom. He simply wants to share his discoveries with you. Vor dem Whirling war hier drin die East Delta Flipperhalle, bis sie bankrott ging. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Whirling auch bankrott. Nein. Vor dem Whirling war hier die East Delta Pinball Arcade, die bankrott ging. Aber vielleicht gelingt es dem Whirling ja, den Fluch zu besiegen. Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework? These high ceilings? The nice rooms? Well, most of the rooms. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Fuck me, if some doom ghost... He's done a fine job too. Though he's spoken of the place dismissively before, the hostel is actually very important to him. Das Whirling ist ihnen wirklich wichtig, was? Yeah. It's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way. Especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way. Even if it is part of the damn doomed commercial area. Aha, geben Sie es also endlich zu? Yes, your police skills have delivered. I'm sure you'll get a commendation. Maybe even a promotion. Danke, ich brauche keine Promotion, mir reicht der Levelaufstieg. Wem gehört dieser Laden? Some real estate management company. They never come around here, just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering might be involved. Und wer hat Ihnen den Namen Whirling and Wrack gegeben? Well, it sure as hell wasn't the real estate company. It was you? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. Aus einem Lied? Hail, Holy Queen, by the Ateniers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Good pick. Was ist mit diesen anderen Cafeterien, die Sie leiten? What about them? One is a basement dive frequented by chain-smoking communists. I can't tell you how sick I am of Kraz Mazov and Ignis Nielsen and all those old ghosts. He's hesitating, not sure if he should share this information with you. Encourage him. Und die anderen? The other is a kebab cart. It's very successful in its way, but it's nothing like the Whirling. Tja, dann wünsche ich Ihnen viel Glück mit diesem Laden. Luck has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling they're going to help. So, if you didn't have anything else to tell me about my establishment, can we, wrap it up? Ja, können wir total. Und dann beenden wir nicht nur das Gespräch, sondern wir haben 4 Skillpunkte. Nice. Vielleicht will ich doch noch einen Gedanken bei Gelegenheit. Mal gucken. Auf jeden Fall sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.